Willkommen zurück. Wir sind kurz vor dem Heiler. Also ich gehe davon aus, dass der Heiler jetzt hier drin ist, denn ich soll den ja schließlich aufsuchen. Quesi! Get out! Who do you think you are to foil our ritual? One of those mind shakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. 1,000 pardons, Tien. It is indeed one of those mind shakers. A mind shaker? Look at him more closely, Aiden. He is an Almanawi. Present yourself and tell me why you interrupt our ceremony. My name is Desade. I have come looking for you to ask for your help. This man with you, he is one of the mind shakers. One who attempts to turn our village. I am not a mind shaker. A missionary. But I am indeed a priest of Ptolemy. And I assure you I have no intention of attempting to convert you. Really? Those who claim to belong to the Leid spend their time bothering us, and here you are. I had no knowledge of their presence here. I am only here to accompany my young friend. Then, how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness, the Malachor. I do not know this sickness. But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness. And I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tien, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave, and must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? You? Do they have a choice, Aiden? They do really seem to have need of me, don't they? Well then, tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these mind shakers began arriving. They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded. But the mind shakers remained. And it was also at that time the Tenlands started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded, and recently many have gone missing. We must discover from where these monsters come. I can try and talk sense into the missionaries, perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the attacks of the creatures, I will see what I can do. But I need more information. Our master hunter, or the families of the taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Make preparations to accompany us. The days are burning like very thin candles. Do not worry. If you see to the concerns of my village, I will be most happy to accompany you. Let's go and see this Master Hunter. He may be able to explain all there is to learn about these attacks. Also er würde uns gern helfen, er kann aber gerade nicht, weil es hier ebenso große Probleme gibt. Jetzt werde ich erstmal noch plündern, was ich kann. Mal wieder. Und vermutlich auch wieder nur 3-mal. Nichts Neues also. So, dann gehen wir jetzt direkt wieder raus und da werden wir dieses Quest jetzt auch mal weitermachen. In der letzten Folge hatten wir zwar auch noch ein Nebenquest von Kurt begonnen, aber hier, es brennt ja quasi. Dann aktivieren wir den Quest doch erst einmal. Ist er auch schon. Ich kann jetzt bloß mit den verschiedenen Sachen machen. Also ich könnte jetzt noch den Cecilius, den Heiler von San Matthäus, fragen. Den möchte ich aber nicht fragen. Das ist so ein Erleuchteter. Deswegen gehen wir jetzt direkt zu dem Jäger. Er müsste ja theoretisch genau in diese Richtung sein.
Irgendwo. Ich benötige einen Jäger. Ich muss nur richtig laufen. Da oben. Wenn man den richtigen Weg läuft, dann findet man auch den Weg. So, war wieder nicht richtig, weil hier ist eine Schlucht. Gleich haben wir es geschafft. So, jetzt. Hier ist der Jäger. Good day. Are you the Master Hunter? Beortir tu madre, Naixe. I am indeed one and the same person. What do you want of me? So, dann fragen wir auch direkt mal, was es mit den Angriffen auf sich hat. So, direkt mal das Problem ansprechen. The Denegad, Katasach, spoke to me about the animal attacks. Can you tell me more? The Tenlands have been angered. They are very angry. The beasts have always lived here. But they only attack if we tread near their nest. Of late, they attack on sight. There have been many wounded, and some of our young have even disappeared. It may be that the Tenlands killed them, but it is also possible they followed the missionaries. Okay, dann fragen wir noch nach den Tenlern. What can you tell me about the Tenlands? They are normally very peaceful creatures, very calm, but who defend their young with fury. During the attacks, I noticed that they were not all the same. Not all from the same nest. What do you mean? That the other beasts don't come from here, but from other places. And that they are coming more and more often. So, es ist natürlich eine neue Frage aufgekommen und das geht jetzt um die Opfer. Also bisher haben wir erfahren, dass diese Tenlen sind eigentlich friedfertige Monster, die einen nur angreifen, wenn man sich dem Nest nähert. Also sie beschützen quasi die Kinder. Jetzt ist es aber so, die sind so angriffslustig geworden, dass sie auch angreifen, wenn man sich bloß in der Nähe befindet. Nicht in der Nähe der Nester, einfach in der Nähe von denen. Also irgendwas hat die stark aufgeschreckt. Und das hat dazu geführt, dass es einige Verletzte gibt und zudem sind auch einige verschwunden. Und da hat der die Vermutung, dass diese von diesen Lichtmenschen bekehrt wurden. So, jetzt geht es nochmal um die Opfer. Were there many victims? Many wounded. Thanks to the healing powers of the Donegad, they survived. But the attacks happen more and more often. And they come with greater fury. I try to chase them away. To destroy any nests that I found. But still, more of them come. And now our children disappear. The stress alone could kill our village. Can you tell me who the children are? A young fisherman and a gatherer. You will find the sister of the woman and the brother of the man in the village. I will go and see them. Jetzt haben wir neue Fragen bekommen. Zuerst, wie kann man die Tenlen besiegen und warum sie so aggressiv sind. Fragen wir erstmal, wie man sie besiegen kann. I believe I can help you in your fight against the Tenlands. How would you advise me to go about it? You must destroy their nests. It's sad, but the only way to stop their numbers growing. There are most likely 3 around here. I can point you in the direction to one that I discovered. I would have taken care of it, but my village cannot spare my presence here. I must keep watch. I did not find the 2 others. Some in the village may know where to find them. And how would I go about destroying the nests? You must burn them and kill the dominant one, or else they will build again. We see them especially at dawn. After that, we no longer see them. But be careful, Renaxe. The night belongs to the Tenlands. That is when they are most awake. Going out at night is very dangerous. I thank you for your advice. We shall go and destroy these nests come dawn.
Also das war jetzt eine gute Anleitung, wie man die besiegen kann. Also stell mir vor, das werden schon ganz schön heftige Kämpfe werden. Und dann am Ende des Kampfes müssen wir noch das Nest besiegen. Aber das Nest besiegen, das Nest verbrennen. Das Nest wehrt sich. So, aber warum sind diese Tenden eigentlich so aggressiv? Isn't it odd that these creatures who are normally passive have become so aggressive? Yes. Yes. This has never happened in my lifetime. What do you know? Speak. Lives are at risk. I do not speak of things I am not sure of. The Renaigse, like you, do not understand the bond we have with nature. Jetzt könnte ich darauf bestehen, ich könnte anbieten zu helfen, die Missionare sprechen. Ich mach's mal auf den Freund, ich biete meine Hilfe an. Is there anything that we might be able to do for you? Besides destroying their nests and fighting the Tenlands, do you know the art of crafting weapons? Our artisan was among the wounded, and my weapon is broken. I can try to repair it. Here, in this condition, it is of no use to me at all. Mhm. Ich soll jetzt also eine Waffe reparieren. Dann gehen wir jetzt I must be erstmal. going. Katasach advised us to speak with the families of those missing. Perhaps they might know where the tenants have built their nests. Jetzt gehen wir mal auf die Karte. Hier haben wir ein Lager. Könnte ich ja dort mal versuchen, ob ich... So, jetzt in diese Richtung. Ob ich diese Waffe reparieren kann. So, glaube ich, richtig. Ist noch ein Stück nach rechts. Hier sind ein paar Gegner. So, nächster weg. Ich weiche mal wieder eine Runde aus. Ja, der nächste weg. Ja. Die haben wir schon mal erledigt. Aber das war jetzt ja auch, glaube ich, hatte nichts mit so einem Nest zu tun. Das würde mich etwas wundern. Aber ich wollte hier eigentlich auch zum Lager. Das ist hier hinten. Aber da gibt es doch normalerweise auch eine Werkbank, oder war das nicht so? Werktisch verwenden. Das ist Windweiß Gegengift. Muss Quest gehen. Repariere die Waffe des Jägers, um sein Vertrauen zu gewinnen. Okay. Gibt's da nichts anderes, ne? Man kann doch bloß das nehmen. Dann muss ich doch die Waffe jetzt hier reparieren können. Das wird ja nicht die hier sein. Das sind jetzt Rüstungsgegenstände. Hier haben wir keine Waffe. Müssen wir mal ins Inventar gucken. Die Waffe ist ja nirgends. Gut. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, wie das funktionieren soll. Wahrscheinlich funktioniert das auch nicht an so einem Tisch. Es gibt wahrscheinlich noch... Vielleicht gibt es noch andere Tische, die ich bisher noch gar nicht so für voll genommen habe. Und dann machen wir jetzt einfach weiter. Und zwar mit den Familienbewohnern sprechen. Denn wir müssen ja die ganzen Nester finden. Wenn etwas Glück laufen wir zufällig an einem dran vorbei. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück ins Dorf.
Good day. My name is Desardet, from the congregation. I've been told that someone dear to you has disappeared. Yes, my little brother. He left to go fishing, like every day, and he did not return. Your Donegal asked me to help you. Any information you can give me will be very useful. This is true? I hope your words to be heartfelt. My insides are twisting in fear that my brother is lost. So, welche Informationen? Frag mal erstmal, wie der Bruder aussieht. Das wäre ja wichtig, um festzustellen, ob der Gefundene dann auch der Bruder ist. Can you describe your brother for me? He is young, rather tall and strong. The girls find him handsome. He is such a nice boy, but he is wild off the tether, and often his curiosity gets him in trouble. So, was haben wir noch? Also wir können jetzt noch bezüglich des Verschwindens und bezüglich der Feinde seines Bruders. Erstmal das Verschwinden. Hinten läuft einer. Ist das ein Spion? Can you tell me more precisely when he disappeared, where, and under what circumstances? It was 2 days past. I saw him leave to go fishing, as he was often to do. And you cannot remember anything out of the ordinary? No, he was full of joy, full of life. I am so worried about him. So, und hat er Feinde? Did your brother have any enemies? No, I can't think of anyone who would plant strangleweeds in his garden. Perhaps a youthful rivalry. He didn't get along particularly well with the master hunter, but it was nothing serious. Perhaps the missionaries. He did get into a fight with them, but they surely wouldn't have taken him. It's still a lead. Was he close to anyone? He has been dreamy and more joyful than usual. Those are the signs of someone stricken with love. But he no longer wants to share secrets with me. He told me that he has grown beyond the shadow of his brother. And the birds in his branches are his. What do you think most likely happened to him? He could have come face to face with Tenlands. They've become angry of late. But he knew how to avoid them. He might have had a run-in with the Mindshakers as well. He got into a fight with them a while back. Because of a young girl in our village. You think the missionaries might have sought vengeance? I don't know. But he might have went to find them in their village. He bears no good feelings towards them. I will go and see. Maybe they can tell me more. So, das war der erste. Jetzt können wir den noch über die Tenen befragen und über die Missionare, aber I must be leaving. gehen jetzt mal direkt weiter. Also von dem müssen wir den Bruder finden. Und dann gehen wir mal direkt noch zu dem anderen. Der ist jetzt irgendwo da oben. Dann gehen wir hier dran vorbei. Da hinten ist er. So, wie sieht es denn bei dir aus? Good day. I've been sent here by your Donegal. He asked me to help you. I hope he is right, and that you are not like the Mindshakers. My sister has gone missing. It is for that very reason that I'm here. To attempt to find her or to understand what has happened. Then I will tell you what I know. Okay, dann erzähl. Machen wir das die gleiche Sache. Aussehen, Zeitpunkt des Verschwindens, Feinde der Schwester. Also im Prinzip wäre das gleiche, was eben mit dem anderen war. Gehen wir die Punkte mal nach und nach durch. Your sister, what does she look like? She is a very beautiful young woman. Kind and sweet. I miss her so very much. Is she very careful? Does she know she should be wary of the beasts? Oh yes, she knows it very well. But she has been star-eyed of late. And the stars make you forget all caution. So, jetzt geht's um Thema Verschwinden. Also ich habe jetzt so die Vermutung, bei dem einen fehlt der Bruder und bei der anderen fehlt die Schwester. Also vielleicht sind sie zusammen durchgebrannt. How long has she been missing? 2 nights have gone by since. She told me that she was going to gather berries.
It was early in the day, but she never returned. I called for her from the edge of the village, in vain, and the Tenlands were roaming. Do you know where she usually goes picking? Certainly, in the clearing. We find a great many berries there. Is there anyone in the village that might want to harm her? No, no, everyone loves her. Maybe a little too much. Why do you say that? She is beautiful and young. The Mindshakers took notice, and the boys of the village did as well. What do you think has likely happened? She might have been attacked by the Tenlands, but it was early, and they come out mostly at night. You think it might have been something else? I hope, even if it is a strange hope. Perhaps she was taken by the Mindshakers. They were pestering her the other day. They behaved without respect. A boy intervened and chased them off. But you think that they might have captured her when she was outside of the village? That merits inspection. Das war jetzt die zweite. Und in der Geschichte kam jetzt ein Junge vor, der dazwischen gegangen ist, was vermutlich der Bruder war. Deswegen fragt man sich direkt noch, ob es da vielleicht eine Verbindung gibt. Was your sister fond of a young fisherman who also disappeared by any chance? They have known each other since they were little. Like all the children of the village, they have always been friends. Only friends? Yes. He defended her when the Mindshakers wanted to take her, but she is promised to another. I couldn't care less about her reputation. An engagement can be broken. If you know anything at all... I have told you all I know. My sister is certainly wounded somewhere, or taken by the Mindshakers. Very well. Time to get on with my investigations. I must leave now. Also die beiden kennen sich also schon von Kindestagen an. Möglicherweise ist da mehr als nur Freundschaft, aber sie ist einem anderen versprochen. Solche Themen kennt man ja. Und jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, dass die beiden durchgebrannt sind. Mal sehen, hier kann man mit den Missionaren sprechen. Was haben wir ja noch so Schönes? Finde die vermissten Dorfbewohner. Finde und zerstöre die Nester der Tenlan. Benötigt elementare Falle. So, das sind Bereiche, in die ich bisher, glaube ich, noch gar nicht reingekommen bin. Schauen wir mal weiter. Hier sind die Passage zum Ufer. Genau, hier sind wir ja überall schon mal lang gelaufen. Dann werden wir jetzt einfach mal hier links gehen und dann... Ist hier links? Ah, ein Stück hier hoch muss ich natürlich ein bisschen Weg lang und dann hier hinter irgendwo. Hey, ich soll doch noch mit ihr sprechen. Okay. Ich soll dann doch noch mit denen sprechen, um dann noch etwas über die Nester herauszufinden. Anscheinend. Okay, dann... Do you have any news? Do you know where my sister is? Not yet, but I've not given up the search. Okay, dann fragen wir jetzt mal was nach den Tenlan. Tell me about the Tenlands, about their attacks. Before, I only very rarely came across the beasts. We knew their nesting grounds and kept clear of them. But now they are everywhere and they attack everyone. They've even been known to come as close as the clearing where we pick berries. Very far from their favorite grounds. Do you know how to fight them? No, I am not a fighter. If you want such advice, ask the Master Hunter. Very well. I will go and investigate this clearing. Perhaps they've built a nest nearby. It is possible, because before there was never one near there. I must leave now. Also. Hier könnte zum Beispiel jetzt ein Nest sein. Da werden wir dann mal schauen. Jetzt sprechen wir aber nochmal mit dem anderen. Da liegt ja auch noch was. Das sollte man vielleicht auch nochmal angucken.
Deswegen konnte ich die Waffe nicht reparieren. Die Waffe liegt ja noch hier. Here is your weapon. It has been made new. Thank you. You have given it back its purpose. It belonged to my master before me, and you have understood its nature. It may be that you are more honorable than Renaigse, and that you will one day see as we. During my walks, I saw a great Tenlan of clear skin. The others seemed to follow him. I felt that he called them, that he fed them rage, and that his place is not here. Why didn't you try to kill it? He is very strong, and the others protect him. I was only able to track him to his lair, a cavern. I placed traps all around it, but all were avoided. He is clever. You say he doesn't have his place here. What do you mean? That he was brought here to attract the others and make them rage. By men, the Renaigse say. But I cannot prove this. That is why I did not wish to voice these thoughts. I feel it, nothing more. Also, wir haben jetzt erfahren, also kurz gesagt, also die Waffe konnte ich jetzt reparieren. Ich habe die Waffe nicht bekommen, die Waffe lag einfach da. Ich musste bloß mal reparieren gehen und dann war die Waffe repariert. Nichts mit irgendwie Werktisch oder sonst was. Es war also viel einfacher als gedacht. Man hätte direkt mal die Augen aufmachen sollen. Dadurch haben wir natürlich mehr Vertrauen gewonnen und jetzt hat er uns verraten, dass es einen großen Tenlan gibt. Einen großen Weisen. Und dieser stachelt die anderen auf und dadurch sind diese möglicherweise so aggressiv. Allerdings ist dieser große Weise nicht aus der Region und er hat jetzt die Vermutung, dass dieser von den Siedlern hergebracht wurde, um möglicherweise auch die Dorfbewohner zu verjagen. Was da wirklich dran ist, weiß ich noch nicht. Vorhin war ja noch das Thema bezüglich des Fischers, dass der sich ja nicht mit dem Meisterjäger so versteht. Und das ganze Thema werden wir jetzt bei dem nochmal ansprechen. The brother of the young fisherman told me that you do not get along. We have had arguments from time to time, but they were of no importance. This boy is too quick to anger. He does not have the calm of a good hunter of fish. And you didn't try to rid yourself of him? Of course not. None of our kind would do such a thing. I must be going. Also die haben Meinungsverschiedenheiten, der Meisterjäger und der Fischer. Allerdings wird es sowas nicht geben, dass man jemanden versucht, um die Ecke zu bringen. Wir haben auch eine düstere Höhle. Das könnte durchaus vielleicht sogar diese Höhle sein, in der dieser Weise lebt. Ich glaube, in der war jetzt nicht viel los, als ich das letzte Mal hier war. Und da werden wir jetzt als nächstes erstmal direkt hier hinten das Gebiet aufsuchen. War da jetzt hier ein Stück hier runter? Ah, hier darf ich wieder nicht lang. Man muss schon den richtigen Weg laufen. Am besten immer den Weg entlang. Dann sollte man auch dort ankommen, wo man hin will. Das wäre jetzt ja genau hier geradeaus. Und dann komme ich in ein Gebiet. Given the presence of the Tenlans in this clearing, there must be a nest not far from here. Hier sehe ich schon mal welche. Genau, hier sind noch ein paar Beeren, die kann man einsammeln. Und schon geht's los. So, haben wir schon mal ein bisschen ein paar besiegt. Den auch. Den haben wir noch so. Dort haben wir noch einen.
dominant one only came out at dawn. I should come back later. So, genau. Das hat er natürlich schön, dass er wiederholt hat. Ich könnte jetzt zwar das Nest zerstören, aber es würde wahrscheinlich nicht viel bringen, weil wenn der Dominante nicht da ist, der ja nur im Morgengrauen auftaucht, baut er einfach ein neues Nest. Den haben wir erledigt. Schau, kämpfen wir uns einfach nochmal hier durch. Der ist auch weg. Da schießt noch jemand, ne? Na, jetzt schießt er nicht mehr. Jetzt hat er ausgeschossen. Sammeln das erstmal alles noch ein. Viel haben wir jetzt ja hier nicht. Ich werde das trotzdem mal machen. Ich werde jetzt einfach mal das Nest zerstören. Jage es in die Luft. Benötigt eine elementare Falle. Ich kann es gar nicht in die Luft jagen. Habe ich gar keine elementare Falle mehr? Doch. Dann darf ich es nicht, weil ich bis zum Morgen Dämmerung warten muss. Dann ruhe ich mich jetzt einfach bis zum Morgen Dämmerung aus. The ideal moment. I must kill the dominant one before destroying the nest. Da ist jemand. Ist das der Dominant? Soll er das sein? Ja, der scheint ein bisschen stärker zu sein. Kann ich es jetzt zerstören? Bumm. Das war 1 von 3. Das war also das Nest hier unten in der Ecke. Es ist schon von Vorteil, wenn... Das ist eine Markierung. Nehmen wir mal weg. Wenn man direkt am Nest auf das Morgengrauen warten kann, dann muss man nicht immer zur richtigen Zeit dann wieder zurück sein. Es sind 3 Nester. Das heißt, hier haben wir noch verbindet die vermissten Dorfbewohner. Hier haben wir noch ein Nest. Da müssen wir auch noch in die Richtung gehen. Da werden wir mal loslaufen. Jetzt aber schnell. Zurück nach oben. Ist das der richtige Weg? Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß das schon? Wir müssen ein Stück Richtung Norden. Also werden wir einfach auch die nördliche Richtung einschlagen. Ich wollte noch mal kurz im Dorf Hallo sagen, deswegen renne ich da direkt durch. Jetzt ist es mehr Richtung östliche Richtung. Hier haben wir einen Weg. Natürlich gibt es hier wieder Gegner. So, der auch noch weg. Du auch noch. Da ist nur die 3 waren. War das ein kurzer Kampf? Ich möchte in diese Richtung. Wir wollen ja nördliche Richtung. Jetzt werden wir aber... Hier war was, hier war was, hier war was. Ah, hier, ein Haufen zum Plündern. Ein Haufen zum Plündern. Und jetzt noch ein Stück hier vor. Wo vielleicht kann ich auch schon durch das Waldgebiet gehen. Genau, hier ist auch ein Weg. Here is one of the 3 nests that I needed to destroy. Ah, hier. Ist auch noch ein Nest. Dann haben wir hier noch das eine Nest gefunden und das andere müsste dann hier oben sein. Dann schauen wir doch direkt mal. Wir haben Steine gegriffen. It is dawn, the ideal moment. I must kill the dominant one before destroying the nest. Genau, ich muss jetzt wieder auf den Dominanten warten. Wahrscheinlich muss ich da einfach bloß in die Nähe des Nestes und dann kommt er automatisch raus. Wie unerwartet. Ich nehme ihn direkt weg und jetzt habe ich keine magische Energie mehr oder auch Mana. Aber da kann man bitte warten. Es lädt sich auf. Hier kämpft er auch noch mit.
Hier, ich mach mit. Jetzt machen wir das Nest direkt kaputt. Ich habe genug elementare Fallen. Und schon ist auch das zweite You ready Nest. to put our plan against the Mother Cardinal in motion? It is certainly interesting. But I must see to other things before putting it in motion. I'll come back to you as soon as I have more time. Of course, my child. I know how to be patient. I'll see you later, Father. Take care, my child. Ich wollte eigentlich hier auf Plündern gehen und versehentlich habe ich nur mit Petrus gesprochen, der mir ein Quest geben will, das ich noch nicht machen kann, weil ich ein anderes Quest aktiv habe. Jetzt fehlt noch hier oben dieses Nest. Eine Fledermaus hängt dort oben, die anderen sind hier unten. Jetzt ist auch die runtergekommen. Machen wir mal ein bisschen durch. Greifen aus der anderen Seite an. Und dann haben wir diesen kleinen Schwarm besiegt. Ruckzuck ging das. Plündern wir noch das, was hier so rumliegt. Und dann geht es auch schon weiter Richtung Norden zu diesem Nest. Werden wir mal noch bis zu dem Lager gehen. So, jetzt gleich irgendwo auftaucht hier. Ist nochmal der. Ja, die Menschen sind auch schon wieder da. Ihr lernt auch nicht, ne? Ihr lernt es nicht. Ihr lernt es einfach nicht. Ich bin zu schnell für euch. Also die Großen tauchen nicht wieder auf. Also die Menschen sind wieder aufgetaucht, aber die Großen tauchen nicht wieder auf. Er ist immer noch hier. Den habe ich in einer vorhergehenden Folge bereits besiegt. War auch mit etwas Aufwand verbunden. Also könnt ihr euch gerne nochmal ansehen. Einfach mal ein paar Folgen zurückgehen. Da seht ihr dann das Ganze. Jetzt sind wir hier bei dem Lager angekommen. Und weiterhin ist ja die Aufgabe, die Nester zu besiegen. 2 von 3 sind bereits erledigt. Jetzt fehlt noch dieses hier. Und da werde ich dann in der nächsten Folge weitermachen. Versuchen dahin zu kommen. Mal sehen, wie ich dorthin komme. Vielleicht geht es hier hinten irgendwo hoch. Das werde ich sehen, wenn ich dort bin. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.